Hallo und herzlich willkommen. Wenn in Hypixel Skyblock mal ein Update ist, werden ja auch immer neue Features ins Spiel eingefügt, welche insgesamt den Spielspaß verbessern sollen. Und im heutigen Video möchte ich euch gerne mal ein paar Features vorstellen, von denen ich denke, dass diese unbedingt ins Spiel eingefügt werden sollten. Angefangen bei dem wichtigsten Thema, nämlich der Account-Sicherheit. Am besten wäre es natürlich, wenn es auf Hypixel Skyblock die Möglichkeit geben würde, seinen Account mit Zwei-Faktor-Authentifikation zu schützen. Aber es wurde ja bereits einige Male gesagt, dass für den Server so gut wie unmöglich ist, das zu realisieren. Aus diesem Grund würde ich mir besonders für Skyblock-Spieler wünschen, dass man bei dem Skyblock-Profil die Einstellung vornehmen kann, dass es nicht möglich ist, ein Profil zu löschen. In dem Fall, dass der Account gehackt wird, kann es nicht nur passieren, dass jemand all eure Sachen nimmt, sondern um euch zu ärgern auch noch das Profil komplett löscht, um euren gesamten Fortschritt auch bei den Skills oder den Sternen einfach zu löschen. Von mir aus kann die Einstellung, dass ein Profil nicht gelöscht werden kann, auch erst gemacht werden, nachdem man beispielsweise die Skills auf einem bestimmten hohen Level hat oder wenn das Profil erst seit einer bestimmten Zeit existiert. Ein weiteres Feature, welches sich auch schon Leute gewünscht haben, ist ein Talisman, der automatisch alle Items in die enchantete Form weitercraftet, denn jeder, der eine Zuckerrohrfarm hat, kennt das Problem, dass das Inventar so schnell voll wird, dass man die meiste Zeit eigentlich damit verbringt, Items zusammen zu craften, anstatt zu farmen, auch wenn es durch das Quickcraft Feature schon um einiges schneller geht. Und ein anderes Feature, den ich mir von einem Talisman wünschen würde, wäre, dass man Trankeffekte nicht durch den Tod verliert oder nur noch teilweise, je nachdem auf welcher Stufe man den Talisman hat. An sich hätte sich sehr gut der Potion Affinity Talisman dafür angeboten oder man könnte es auch als eine Fähigkeit von einem neuen Pet machen. Denn besonders wenn man gerade Slayer mit Tränken farmt und es dann mal kurz laggt, wodurch man stirbt, ist es ziemlich ärgerlich, dass die komplette Zeit der Tränke einfach verloren ging. Weiter geht es mit ein paar Features, die ich mir bezüglich Minions wünschen würde. Natürlich wären auch neue Minions gut, um mehr Minion-Slots zu bekommen, aber das wäre kein Feature, sondern neuer Content. Was aber meiner Meinung nach auf jeden Fall fehlt, ist ein Orb, welcher dafür sorgt, dass auch Combat oder Mining Minions 10% schneller arbeiten, wie er bereits für die Farming oder die Foraging Minions existiert. Auch wenn bei den Farming Minions der Orb nicht dafür sorgt, dass die Farming Minions schneller werden, welche Tiere spawnen. Was mich momentan auch noch etwas bei den Minions stört, ist, wenn man einen Super Compactor hat und vergisst seine Minions länger nicht zu lernen, dass die Minions dann automatisch aus den enchanteten Items auch noch die nächsthöhere Stufe craften. Besonders oft passiert mir das nämlich beispielsweise bei Lapislazuli Minions, dass ich dann Lapislazuli-Blöcke bekomme, die ich nicht brauche und die sogar noch weniger wert sind als die Materialien, aus denen die Blöcke gecraftet werden. Deswegen sollte es entweder die Möglichkeit geben, bei den Super Compactern einzustellen, dass nur die einfachen enchanteten Items gecraftet werden, oder dass man beispielsweise enchantete Lapis-Blöcke wieder zurückcraften kann. Insgesamt würde ich mir bei den Minion-Upgrades etwas mehr Auswahl für die Upgrade-Slots wünschen, denn einer davon ist eigentlich immer mit einem Super Compactor besetzt, und bei den anderen hat man die Wahl zwischen Diamond Spreading oder einem Minion Expander, denn für normale Spieler wird sich wohl nie die Frage stellen, ob sie all ihre Minions mit Flycatchern ausrüsten. Einige Ideen für Upgrades wären beispielsweise ein Luck Upgrade, wodurch der Minion eine geringe Chance hat, sofort ein enchantetes Item zu erhalten, oder ein Zeitverzerrungs-Upgrade, wodurch der Minion eine gewisse Chance hat, dass seine Aktion weniger Zeit als normal benötigt. Weiter geht es mit einem Feature, was man bereits jetzt mit einigen Mods erreichen kann, aber wenn Hypixel Skyblock mit Dungeons in Zukunft noch mehr in die MMORPG-Richtung gehen will, finde ich, sollte man nicht extra einen Mod benötigen, durch den man vielleicht sogar noch einen Bann riskiert, welcher einen dann anzeigt, welche Effekte gerade alle auf einen wirken. Und mit Effekten meine ich jetzt nicht nur, welche Trankeffekte man gerade aktiviert hat, sondern zum Beispiel auch, ob man gerade von Items wie ein Power Orb oder einer Viatuba beeinflusst wird. Oder welche Pets man gerade ausgerüstet hat, denn ich habe eigentlich die meiste Zeit meine Pets ausgeblendet und deswegen ist es mir schon einige Male gerade nach einem Splash passiert, dass ich dann Slayer gefühlt eine halbe Stunde mit einem Papagei anstatt mit einem Wolf gefarmt habe, weil ich das Pet ausgeblendet habe und nicht mehr daran gedacht habe, es zu wechseln. Einige Feature, welche auch bereits einige Male im Forum von Leuten gewünscht wurden, aber meiner Meinung nach nicht nötig im Spiel wären zum Beispiel, dass man bestimmte oder alle Enchantments von einem Schwert löschen kann. Aber ich bin der Meinung, wer ein wertvolles Schwert hat, der sollte auch wissen, dass er das besser nicht mit dem Verzauberungstisch verzaubert und das Risiko eingeht, darauf Knockback zu bekommen. Ein anderes Feature, welches sich auch einige Leute gewünscht haben, dass man enchantete Items direkt bei den Händlern kaufen kann. Aber seit dem Bazaar-Update sollte ja eigentlich jedem klar sein, dass die Admins nicht wollen, dass man Unmengen an Items einfach durch Klicken beim NPC bekommen kann. Und ein anderes Feature, welches sich zuerst für mich ganz gut angehört hat, nach etwas darüber nachdenken doch nicht wirklich gut fürs Spiel wäre,
wäre, dass man auf der eigenen Insel ganz normal auf das Auktionshaus oder den Bazar zugreifen kann. An sich wäre die Idee super, wenn alle Spieler die Möglichkeit nicht ausnutzen würden, aber leider gibt es ja auch immer Leute, die Bugs ausnutzen oder versuchen, über Echtgeldhandel Profit aus dem Spiel zu schlagen. Und gerade für diese Leute wäre es dann noch einfacher, Bot-Accounts auf die eigene Insel zu stellen, auf der man die Bots dann bei eventuell auffälligen Verhalten nicht sehen kann, und dann hätte man bestimmt ein noch schlimmeres Problem, als es eh schon im Auktionshaus oder im Bazar mit Bots gibt. Wie beispielsweise die Bots, welche binnen Sekunden, nachdem beispielsweise ein Superior-Rüstungsteil ins Auktionshaus gestellt wurde, den Flippreis darauf bieten. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welches der vorgestellten Features euch am besten gefallen hat oder welches Feature ihr euch noch im Spiel wünschen würdet. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao!